Hallo, heute sind wir bei den Flussdelfinen. Also wir sind hier bei unserem südamerikanischen Flussdelfin. Das ist Baby, wird von uns Baby genannt, weil er 1975 als Baby zu uns gekommen ist. Ist aber jetzt schon deutlich erwachsen, mittlerweile über 40 Jahre alt. Sein richtiger Name ist eigentlich Orinoco, kommt aus dem Flussbereich des Rio Apure, seinem Seitenarm. Dort ist er damals gefangen worden von unserem ehemaligen Zoodirektor Dr. Wolfgang Gewalt und ist gemeinsam mit seiner Mutter gefangen worden, sowie einem ganz alten Weibchen, ein Albino-Tier, das schon keine Zähne mehr besessen hat, und einem erwachsenen Männchen und einem halbstarken Männchen. Als erstes ist das Albino-Weibchen gestorben, weil es eben schon sehr alt war. Die haben es damals nicht mitgenommen, weil es wirklich eine absolute Besonderheit war. Selbst die Indianer, die mit denen fangen gegangen sind, haben noch nie einen weißen Delfin gesehen, ein Albino-Tier gesehen. Und das war damals die absolute Rarität. Die Mutter und der Halbstarke sind auch im Laufe der Zeit gestorben, und Baby hat hier ganz lange mit seinem sogenannten Vater, wie er von den Tierpflegern genannt wurde, sein richtiger Name war Apure, zusammengelebt. Die Tiere sind dann aus dem Aquarium rübergezogen in den Rio Negro, so heißt das Gehege, wo wir uns jetzt befinden hier. Und das war 2007. Leider hatte der Vater nicht lange viel von dem Gehege und ist relativ bald gestorben. Das geschätzte Zahnalter war aber 51 Jahre. Die Tiere werden in der Natur so zwischen 16 und 18 Jahre alt. Ist natürlich 51 deutlicher Rausreißer und Baby jetzt auch mit über 40 Jahren. Die leben sowohl in ganz kleinen Gruppen als auch als Einzelgänger. Und so klar wie hier ist natürlich das Wasser im Amazonas nicht, sondern es ist sehr schlammig und sehr trüb, wo National Geographic auch ganz lange noch berichtet hat, dass die Tiere blind sind und nicht sehen. Aber die haben sehr kleine Augen, das kann man sehen, wenn man hier mal so vorbeischwimmt. Die können aber sehr wohl sehen. Wir haben Forscher hier gehabt, die das getestet haben und eben auch nachweisen konnten, dass die Tiere, ob sie jetzt wirklich Farben sehen, ist nie so ganz klargestellt worden, aber schwarz-weiß können sie auf jeden Fall gut gucken. Dennoch orientiert er sich wie unsere großen Tümmler auch über sein Sonar und ortet halt den Fisch über das Aussenden von den Schallwellen. Der einzige südamerikanische Flussdelfin weltweit außerhalb von Südamerika. Ist er sozusagen der letzte Mohikaner. Es wird auch keinen Nachfolger für ihn geben, das ist einfach so. Der südamerikanische Flussdelfin ist in Heimatstaat bedroht. Das hat verschiedene Faktoren. Einmal ist es die konstante zunehmende Umweltverschmutzung, die in den 70er Jahren schon gegeben war. Baby ist damals mit seiner Mutter zusammengekommen, die hat ihn noch gesäugt. Es ist eine Milchprobe von der Mutter an die Universität Utrecht gegangen und dort untersucht worden. Und die haben dann dazu geraten, das Tier künstlich zu ernähren, weil die Milch einfach schon so stark schadstoffverseucht ist. Die sind natürlich am Ende der Nahrungskette, das heißt, die speichern die ganzen Schadstoffe in ihrem Fettgewebe und haben da noch ganz lange was von. Und das ist natürlich ein großes Problem da. Ein weiteres Problem ist der Schamanismus mit dem Einbringen von den Sklaven damals aus Afrika sind gewisse Schamanismusrituale mitgebracht worden. Das heißt, auf einmal waren Teile des Tieres wichtig. Zum Beispiel die Zähne sollten, wenn man die Zähne an dem Baby umhängt an der Kette, dann soll das den Kindern helfen beim Zahnen. Natürlich die potenzsteigernde Wirkung von Geschlechtsorganen der Tiere. Es wurden ganz viele Sachen gefunden, die sich lohnten, halt die Tiere dafür zu fangen und das Ganze zu veräußern. Von den Ureinwohnern
bekommen solche Sachen nicht, weil die das Tier eher als was Besonderes sehen. Das war so der Verzauberte. Also da gibt es diese Sagen um ihn, der lebt in einer Zauberwelt, sogenannte Enkante, er ist halt das verzauberte Tier. Da haben alle so ein bisschen Respekt vor, Angst vor Dr. Gewalt, musste auch lange suchen, um jemanden zu finden, der mit ihm zusammen die Tiere fängt, weil alle anderen wirklich Angst hatten vor den Tieren. Man sagt immer, der Inyo lebt in dieser Unterwasserwelt und mag eigentlich Musik total gerne, hat aber unter Wasser keine Musik und deswegen geht er an Land, um an Festen teilzunehmen und verkleidet sich dann im Prinzip und hat eine Melone auf dem Kopf, die dann das Glasloch abdeckt, weil das Glasloch halt immer noch auf dem Kopf ist und feiert dann mit und wann immer eine nicht verheiratete Frau schwanger geworden ist, war es halt der Inyo. Und auf den man das dann schieben konnte. Also es war schon so ein bisschen Zauberwesen und ja, mittlerweile ist es so, dass der Inyo als Köderfleisch gefangen wird. Das heißt, die fangen die Tiere, packen sie in Stücke und verfüttern sie halt oder nutzen sie zum Ködern von einer Welsart, die sehr viel Geld bringt, wenn man sie verkauft und deswegen muss der Inyo halt dafür herhalten, dann als Köderfleisch. Also von daher, es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo man ansetzen kann. Wir arbeiten aktiv mit der Umweltschutzorganisation Yakupacha zusammen, die eben auch vor Ort die Leute aufklärt, die versuchen eben wirklich mehr über diese Tiere zu lernen, eben weil sie in diesen trüben Flüssen wohnen, weil man sie nur gelegentlich mal sehen kann und natürlich auch die Situation in den jeweiligen Ländern, die es halt auch nicht einfach macht für Forscher. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.